had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. Oh. Wir machen eine Tour im äußersten Norden Deutschlands, direkt an der dänischen Grenze. Willkommen an der Flensburger Förde. Tourtipps: Radfahren an der Flensburger Förde. Unsere Radtour beginnt auf der dänischen Seite, inmitten herrlicher Natur auf einer höchst interessanten Route. Einmalig. Und was gibt es nur hier? Ein Stück deutsch-dänische Geschichte. Hier lief nämlich mal die Grenze entlang, auf der früher die Polizei Patrouillen machte. Weswegen der Weg heute noch Gendarmenstien, Gendarmenpfad heißt. Wo früher allerdings strenge Polizeigewalt herrschte, vergnügen sich heute Mensch und Tier. Auf einer Tour durch diese Gegend kommt man auch vorbei an der schicksalhaften Düppeler Mühle nahe der Stadt Sonderburg. Das Museum gegenüber lässt das Kriegsgeschehen von 1864 wieder lebendig werden, als die Dänen gegen die Preußen kämpften. Im Sommer demonstrieren die Mitarbeiter täglich die damalige Kriegstechnik. Ja! Jeden Morgen wird hier die dänische Nationalflagge gehisst. An Feiertagen und am Wochenende machen das sogar Freiwillige. Sonderburg ist ein niedliches Städtchen, das man sich unbedingt anschauen sollte. Alles in der 30.000 Einwohnerstadt wirkt sehr entspannt. Ferienidylle pur. Der moderne Campus der Universität Sonderburg prägt das Hafenbild. Hier gibt es Studenten, die gleichzeitig auch die Uni im deutschen Flensburg besuchen. Was ist das denn hier Nettes? Oh. Ach klar, hier. Fahrräder, Kinderwagen, alles. Kann man hier aufpumpen, wenn es sein muss. Und hier jede Menge Werkzeug. Also falls mal was wäre, noch funktioniert's, ist für alles eine Lösung da. Super. Die haben's drauf, die Dänen. Und auch das mit der Gemütlichkeit haben die Dänen wirklich drauf. Besonders hügge ist es beim Kaffeetrinken. Das machen die Dänen besonders gerne in Gesellschaft. Gemeinsames Essen und Trinken ist ein wichtiger Bestandteil der Lebenskultur hier. Bekommen. Max, der gleichzeitig die Unis in Sonderburg und Flensburg besucht, hat auch die Lebensart der Dänen studiert. Ich glaube sowieso, die Dänen sind so ganz höflich immer, ne? Ja. Total. Die sind alle sehr, sehr freundlich, sehr nett. Wenn du nachher gehst, sagst du auch Tack für Kaffee, also danke für den Kaffee. Auch wenn du natürlich bezahlst du den Kaffee, trotzdem sagst du danke, dass du mir den Kaffee gemacht hast. Oder Tack für Idee, also danke für den Tag. Danke, dass ich den Tag bei dir verbringen durfte, auch wenn es nur 2 oder 5 Minuten sind. Süß. Tag for your day. Tack für Idee. Danke für deinen Tag. Ja, danke für den Tag. Für die Zeit, die du hattest. Ja, es gibt die natürlich, ne? Und weiter geht's auf dem Gendarmenpfad, der seit 1988 ein ausgewiesener und beschilderter Fahrrad- und Wanderweg ist. Aufgeteilt ist er in 5 Tagesetappen. Nächster Halt ist das königliche Schloss Gravenstein. Als Barockschloss gebaut, wurde es nach einem Brand Mitte des 18. Jahrhunderts in schlichterer Form wiederhergestellt. Jeden Sommer verbringt die dänische Königsfamilie mit Königin Margarete hier ihren Urlaub. Außerhalb dieser Zeit steht der Schlosspark jedem kostenlos zur Verfügung.
Kurz vor der deutschen Grenze kommt dann Annis Kiosk. Hallo, hi, hi. Ein Hotdog jetzt hier. Was ist denn der Klassiker? Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Ja. Oh, zum Glück, ich kann immer noch kein Dänisch. Das ist ja der normale Hotdog mit gekochter Wurst. Ja. Und dann habe ich mit gebraten. Und was ist, der ist ja so bekannt. Es haben mir ganz viele gesagt, ich muss hier unbedingt einen Hotdog probieren. Ein Restaurant. Dann muss es der sein. 3 Soßen, 2 Sorten Zwiebeln und die Gürkchen nicht vergessen. Das haut rein. Perfekt. Und was kostet das jetzt? 4,20 €. Bitte schön. Well bekommen. Well bekommen. Ja. Genau. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unüberhörbar, Annis Kiosk ist auch ein beliebter Bikertreff. Und jetzt ist es wirklich nur noch ein Steinwurf quasi, bis wieder die Grenze kommt. Da hinten sehe ich schon Flensburg. Mal wieder an der Förde entlang radeln ist wirklich schön. Doch dann wird's wieder grün und kurz vor der Grenze hat der Gendarmensti noch eine Überraschung parat. Es ist ein Ort, zu dem viele Menschen im Mittelalter gepilgert sind. Eine Quelle mit einem extrem hohen Eisengehalt. Das sieht man an der Farbe, denn das Eisen färbt die Umgebung rot. Man findet den Ort nicht sofort, aber suchen lohnt sich. Denn wer von der sogenannten Abrahamsquelle trinkt, soll steinalt werden. Diese deutsch-dänische Grenze ist übrigens nicht besonders alt. Nachdem die Preußen im Krieg 1864 die Gebiete hier erobert hatten, kam es 1920 zu einer Volksabstimmung, mit dem Ergebnis, dass das Gebiet geteilt wurde. Und in beiden Teilen lebt heute jeweils eine deutsch- und dänisch sprechende Minderheit. Gut zu wissen. Aber jetzt mal die Frage, wie kann man in dieser Gegend richtig gut entspannen? Das kann man hier wirklich richtig gut. Wasser gibt's ja genug, Strände aber auch. Auf beiden Seiten der Förde, der deutschen und der dänischen. Und das Radeln am Wasser entspannt auf eine sehr gesunde Weise. Oh, das riecht so toll nach den Strandröschen, nach so ein bisschen Seetang, nach Meeresluft. Herrlich. Herrlich ist's auch, am Strand zu wohnen. Es gibt moderne Hotels und historische. Auch Ferienwohnungen jeder Art. Und natürlich Campingplätze. Aha, da hinten sind die Wohnmobile mehr und hier sind mehr so die festen Camper. Auf der deutschen Seite der Förde gibt es 6 Campingplätze, meist direkt am Meer. Wer seinen Urlaub sportlich mag, der Strand von Holnäs 3 ist ein Hotspot für Kiter. Ui, hallo. Aber Aktivurlaub kann man auch machen, indem man ein Naturschutzgebiet erkundet, allein oder mit einer Führung. Das ist die Geltinger Birk. Ein Rundwanderweg ist hier 13 Kilometer lang, es gibt aber auch kürzere. In diesem Naturparadies werden die Pflanzen und Tiere aktiv geschützt, und zwar mit Hilfe des Wassers. Schon lange gibt es hier ein Pumpensystem, das senkt und hebt den Wasserstand in diesem Gebiet. Die Energie dafür kam früher von den Windmühlen. Damals pumpte man, um Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen. Heute ist es ein Instrument, um es den Vögeln zu ermöglichen, vor Fressfeinden geschützt zu brüten. Wir halten zur Brutzeit -1, also Sie sehen da das Gras, bis dahin würde das Wasser dann stehen, damit die Brutinseln alle für den Fuchs und für den Marderhund nicht zu erreichen sind, dass die ungestört brüten können.
Und zu Ende des Sommers, zum Herbst hin, senken wir ein bisschen ab, damit diese Schlickflächen entstehen, an denen die Vögel dann auch überall Nahrung finden. Da sind Würmer und kleine Krebse und Lebewesen drin. Deswegen senken wir es wieder ein bisschen ab. Und Sie sehen, die Vögel nehmen es auch sehr gut an. Toll, dass man das machen kann, ne? Das ist der Grund, deswegen kontrollierte Wiedervernässung. Ursprünglich war geplant, die Ostsee einfach einströmen zu lassen und ausströmen zu lassen. Dann wäre der Wasserstand ein bisschen höher. Und nun hat man sich geeinigt, dass wir das kontrolliert machen. Das heißt, also wir kontrollieren den Wasserstand in der Geltinger Berg. Mhm. Zum Wohl der Tiere. Zum Wohle der Tiere und der Vögel. Da ist der Mensch mal nützlich. Ja. Doch schön. So kann man sagen. Die Geltinger Burg ist ein Brutgebiet für rund 300 Vogelarten. Die meisten brüten hier auf ihrem jährlichen Weg nach Süden. Und dann gibt es hier noch den sogenannten Gespensterwald. An den trockenen Stellen hier wachsen bizarre Farne neben geheimnisvollen 400 Jahre alten Bäumen. Durch den Gespensterwald. Kinder haben auch immer ein bisschen Grusel, hier durchzulaufen oder durchzufahren. Auch in den Dörfern und Städten an der Flensburger Förde findet man immer wieder Gelegenheiten, sich zu entspannen. Zum Beispiel bei einer Fahrt auf einem alten Dampfer. Da dampft sie schon. Das ist nämlich das Wahrzeichen von Flensburg, die Alexandra, ein Salondampfer. Und das Tolle ist, die machen das hier alles ehrenamtlich. Fahre ich jetzt mit? Der Salondampfer Alexandra wurde 1908 erbaut und dampft bis heute durch einen Kohlenofen. Die Alexandra ist das letzte Passagierdampfschiff in Deutschland, das immer noch in See sticht. Wir fahren gleich los. Backbord 5. Achtung, Signal. –37 Meter ist sie lang und wenn sie losfährt, machen alle im Hafenbecken freiwillig Platz. Die alte Dame hat Vorfahrt. Der Salondampfer Alexandra ist ein echtes Mitmachschiff, vor allem für Kinder. Sowohl auf der Brücke als auch im Maschinenraum sind die Kleinen herzlich willkommen, die Großen aber auch. Und bei Kaffee und Kuchen im Salon bekommt man ein Gefühl, wie es hier wohl Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein muss. Die Ostsee mal mit Nostalgiegeschmack. Der Salondampfer Alexandra fährt in den Sommermonaten immer sonntags, und zwar zweimal. Und was kann man sich hier angucken? Wenn man schon mal in Flensburg ist, die Altstadt hier wurde im letzten Weltkrieg kaum zerstört. Man kann sich viele pittoreske Kaufmannshöfe angucken und prima durch die Geschäfte bummeln. Und wer sich dann auch für die Geschichte interessiert, macht Bekanntschaft mit dem großen Wirtschaftsfaktor, der die Stadt über Jahrhunderte reich gemacht hat. In der Marienburg wird die Tradition auch heute noch fortgeführt. Es geht um Rum. Der wird seit jeher in der Stadt hergestellt. Zwar wurden mittlerweile fast alle kleinen Rummanufakturen von großen Getränkemarken aufgekauft, aber es gibt noch Gelegenheiten, in netter Umgebung zu probieren und eine Urlaubserinnerungsflasche zu kaufen. Dabei erfährt man dann auch, wie das kam mit dem Rum im damals dänischen Flensburg. Die Dänen hatten in der Karibik Kolonien, wo Rohrzucker geerntet wurde. In Flensburg wurde er raffiniert und der Rum aus der Karibik weiterverarbeitet. Im Schifffahrtsmuseum erfährt man dann, dass der Handel mit Rum gebunden war an einen grausamen Handel mit Sklaven. Eng gedrängt wurden sie in den Segelschiffen aus Afrika nach Westindien gebracht, wie die Antillen in der Karibik damals genannt wurden. Die Sklaven dienten dort als Arbeitskräfte in den Zuckerrohrplantagen. Im 18. Jahrhundert war die Blütezeit des Flensburger Zuckerhandels. Gebrannt wurde der Rum aber immer in der Karibik und dann an die Ostsee gebracht, wo er veredelt bzw. verschnitten wurde.
Im 19. Jahrhundert machten dann die Zuckerraffinerien in Flensburg zu. Die Konkurrenz in Hamburg und Kopenhagen war zu stark. Und nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 bezogen die nun preußischen Rumhändler ihren Rohrum aus der britischen Kronkolonie Jamaika. Lust, sich ein bisschen Landleben anzuschauen? Davon gibt es einiges auf der Halbinsel Angeln, südlich von Flensburg. So sieht ein typisches Dorf im Ländchen Angeln aus. Dieses hier heißt Unewatt und hat 70 Einwohner. Fast scheint es, als ob sich seit dem 19. Jahrhundert kaum etwas verändert hat. Manche Häuser sind bewohnt, andere gehören zum Landschaftsmuseum Unewatt. In der dortigen Buttermühle wird an bestimmten Tagen noch Butter hergestellt. Die berühmte Butter aus Angeln war früher deutschlandweit bekannt. Denn die Kühe hier gaben Milch mit einem besonders hohen Fettanteil. Je kühler es war, desto größer war der Umsatz. 1 Pfund war Mindestabnahme. Es gab eine Art Abonnement, durch das man regelmäßig mit dem Päckchen beliefert wurde. Mit dem Handkarren wurde die Ware dann zum Bahnhof und weiter mit dem Zug bis ins Rheinland transportiert. Gelbes Gold von glücklichen Kühen auf saftigen Weiden. Die Geschäfte liefen gut. Und um 1880 ging es erst so richtig los. Die cleveren Höfe hatten sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen und machten gemeinsam ein gutes Marketing. Selbst die Hochwohlgeborenen bestellten Butter aus Angeln. Erst recht natürlich, wenn sie gleich nebenan wohnten. Das ist Schloss Glücksburg, eines der schönsten Wasserschlösser Europas. In der Vorburg lebt heute noch ein Mitglied der herzoglichen Familie, eine echte Prinzessin, die man mit Glück auch kennenlernen kann, nämlich auf einer Führung im Schloss. An diesem Ort wurden viele Prinzen und Prinzessinnen geboren, die später in zahlreiche Königshäuser Europas verheiratet wurden. Bis ins 20. Jahrhundert war der Gebäudekomplex Hauptwohnsitz der herzoglichen Familie. Nun ist er eine Stiftung für Kultur- und Denkmalschutz. Seitdem ist das Schloss ein Museum und ein überaus beliebtes Ausflugsziel in Schleswig-Holstein. Im Schlossinneren herrscht Pantoffelpflicht. Der historische Boden will geschont werden. Der Adel schaut von den Wänden auf die Besucher herab. Die Dame im blauen Pullover ist übrigens Elisabeth, Prinzessin zu Isenburg und Büdingen, geborene Prinzessin zu Schleswig-Holstein, Sonderburg Glücksburg. Hier zeigt sie uns gerade das Schlafgemach und Badezimmer der letzten deutschen Kaiserin, die hier oft zu Gast war. Er hier? Christian IX. Wurde Schwiegervater Europas genannt. Seine 3 Töchter verheiratete er in die Königshäuser von England und Russland. Seine Söhne und Enkel wurden Könige von Griechenland und Norwegen. Das wirklich prachtvolle und üppige Mobiliar, das man heute sieht, stammt vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Und dann gibt uns Prinzessin Elisabeth noch einen Einblick in die Etikette der damaligen Zeit. Und die Herren der Schöpfung, haben wir hier irgendeinen? Komm noch mal hierher. Die standen dann genau vor den Damen, die waren natürlich in Uniform und haben sich dann mit den Damen unterhalten. Und wenn die Gesprächsstoffe ausgingen, hat man sich verbeugt, hat die Dame an der Hand genommen und hat gesagt, wir gehen mal auf einen kleinen Spaziergang. Und dann sind sie einmal durch den Saal marschiert. Das war ja schon was für die Kleinen. Aber was gibt es denn sonst noch hier für Kinder? Eine Menge. Ein Beispiel: Auf dem Ferienbauernhof Munk-Brarup gibt es eine hauseigene Werkstatt, wo die Kinder basteln und draußen Biogemüse ernten können. Es gibt auch Hühner, die den ganzen Tag Verstecken spielen.
Und während die Eltern in Sichtweite der Förde im Café sitzen oder mit dem Nachwuchs anderweitig entspannen, hat die Bäuerin für die Größeren noch eine Attraktion parat. Schweinekuscheln. Ja, ganz richtig. Diese Angeler Sattelschweine sind hier als Kuscheltiere angestellt. Denn Schweine sind kluge Tiere. Die wissen, was schön ist. Guten Tag. Hallo. Darf ich hier mal mein Rad abstellen? Darfst du. Mensch. Fienchen freut sich schon auf dich. Mittendrin im Schweine. Wer ist denn das? Das ist Fienchen. Ja, Fienchen. Das sieht ja gar nicht aus wie, es sieht also so groß wie ein Wienerich. Ist das eine Sie? Sie ist ein sehr zartes Wesen. Darf ich mal zu euch reinkommen? Komm doch mal rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die richtige, aber sei egal. Matsch ist halt, Schweine lieben ja Matsch, ne? Ja, richtig, aber nur um keinen Sonnenbrand zu kriegen. Ganz schön clever. Jetzt du. Ja, fein. Die Tiere leben ja so im Moment, in diesem Augenblick. Ja, wie Kinder, ne? Wie Kinder, jetzt, genau. Jetzt, genau. Da kann man auch ja Kann man wieder was viel von- von lernen. genau. Der Jetzt ist wichtig. Genau, und das entspannt auch. Staubt das, guck. Und der, Genau, und das hat sie Dem bestimmt Suhl, auch richtig gerne. oh, toll. Seit wann bist du denn schon hier auf dem Hof? Ab und zu mal, also in den Ferien immer, wenn ich Zeit habe. So. Und das jetzt schon seit 3 Jahren bestimmt. Oh, dann kennst du das ja alles aus der Nähe. Das ist schön. Kannst auch mithelfen ein bisschen? Ja. Was gibt's denn hier in der Gegend Gutes zu essen? Beginnen wir mal mit dem nordisch Herzhaften im Landgasthof in Unevad. Hier gibt es die üblichen Fleischfavoriten und natürlich Matjes, Kabeljau und den Fisch, der zufällig heute gefangen wurde. Hier wird gerade Schnüsch zubereitet, was so viel heißt wie quer durch den Garten. Mindestens 5 verschiedene Gemüse, zum Beispiel Sellerie, dicke Bohnen und Kartoffeln, gart man in einer Sahne-Milch-Mischung. Als Gewürze kommen neben Salz und weißem Pfeffer Petersilie und oft auch Bohnenkraut dazu. Das ist ein typisch norddeutsches Essen und das haben halt früher die Bauern gegessen. Das Gemüse fertig war auf dem Feld, kam das frisch da rein, wurde gekocht, haben sie ihren Kartenschinken dazu noch gemacht. Teilweise isst man das auch mit Fisch in manchen Regionen sogar. Und in Dänemark ist das zum Beispiel auch sehr bekannt. Ja. Nicht vegan, aber vegetarisch. Und wer seine Schinkenstreifen darauf haben will, der kriegt sie auch. In Flensburg gibt es wie in jeder größeren Stadt natürlich alles zu essen, aber auch viel Traditionelles. Jede Menge Gastronomie gibt es auch im Hafenviertel, das bei Touristen und Flensburgern sehr beliebt ist. Und nicht vergessen, hier befindet man sich im Fischbrötchenland. Wenn sich eine lange Schlange bildet, ist das kein schlechtes Zeichen. Hi, Daniel. Ja, Tamina, hallo. Ich drück dir gleich ein Brötchen in die Hand und meine Hand. Ja. Allerliebst. Was für eins denn? Das ist ein Bismarckbrötchen. Das muss. Das ist das einzig wahre eigentlich, ja. Also es Das gibt ist natürlich auch diese Fischbrötchenbude, wo alle, wie genau, heißt die noch das hier? ist Bens Fischbude hier. Bens Fisch. Guck mal, Schlange wird hier Ja, gestanden. das ist immer voll. Aber das ist auch ein verdammt gutes Fischbrötchen. Okay, also immer die große Frage, wie esse ich das Fischbrötchen, so dass nicht gleich der ganze Fisch heraus... Also ich habe es schon fest, geschafft. fest zuweisen, würde ich sagen. Komm, gleich mal ein Ja. fest drüber. Mhm. Das ist gut. Mhm. Ja? Super, ne? Ja. Mhm. So, wollen wir uns hier direkt hinsetzen? Guck mal, hier haben wir schon Besuch. Ja. Ist ja nett. Die sind bestimmt, die fressen einem wahrscheinlich gleich Ja, halt die Brötchen aus halt der dein Hand. Brötchen fest. Ja, ne? Die kennen das schon, dass die Ah. Leute... Und Quallen habt ihr auch. Also okay, ich halte fest, man isst hier am besten Bismarck-Hering. Also Bismarck ist mein absoluter Favorit. Oder Matjes. Es gibt Matjes natürlich auch und wir sind ja ganz nah an der Grenze. Hier gibt es dann auch noch den dänischen Sild. Das ist auch Hering, der ist aber dann auf eine andere Art eingelegt. Ah, genau. Den kriegst du ja auch im Brötchen. Das würden die Dänen wirklich ganz fürchterlich finden. Also in Dänemark isst man Hering auf Schwarzbrot. Ja, das ist auch viel Und leckerer. die halten uns für irre Stimmt. dafür, dass wir hier unseren Hering in weiße Brötchen tun. Mhm. Mhm. Bei dir liegt ja die dänische Seele so am Herzen. Ja. Ne? Warum denn? Ja, also ich komme Wie ist aus es so in einer, deiner Familie? so einer ganz typische Südschleswiger Familie, wo du hast einen deutschen Teil und einen dänischen Teil. Und manchmal geht das durch Brüder. Also du hast einen Familienstrang, wo alle dänisch sind. Du hast einen anderen Familienstrang, da sind alle deutsch. Und das ist einfach, weil das seit Jahrhunderten so war. Ja.
Aber du bist hier auch in die dänische Schule gegangen, Genau, ne? ja. Gibt's ja hier. Hier gibt es ganz viele dänische Da spricht man dann auch Dänisch? Da wird alles auf Dänisch gemacht, bis auf Deutsch. Ne? In Flensburg gibt es 3 dänische Schulen, wo nach dem Lehrplan des Nachbarlandes gelernt wird. Alles auf Dänisch, bis auf die Fremdsprache Deutsch natürlich. Das Bekenntnis zur dänischen Minderheit wird nicht überprüft, kann also jeder hier ablegen. Und da darf man sich nicht wundern, dass es in Flensburg auch eine Bäckerei im dänischen Stil der Nachbarn gibt. Sieht gut aus. Zimtschnecken dänisch, ein Klassiker. Anderes meint man zwar zu kennen, schmeckt aber ein bisschen anders. Dänisch eben. Die dänische süße Verführung mit Marzipan, Vanillecreme und ganz, ganz viel süß. Und was ist jetzt wirklich das Allerbeste hier? Schwer zu sagen. Ah, es ist wieder schön. Nur so einen Blick auf die Ostsee erhaschen. Ja, auch schon ganz gut. Die schöne Ostsee mit ihren schönen Stränden. Und dann gibt es ja hier auch überall diese tollen Strandkörbe. Die sind viel schöner als die langweiligen Sonnenschirme in Italien. Und Strandcafés gibt es auch hier. Es ist wirklich nicht einfach. Aber wo wir gerade mal bei den süßen Verführungen sind, dann bleiben wir doch einfach mal dabei. Denn darin sind die Deutschen hier hoch im Norden auch ziemlich fit. Sind hier schon die legendären Kuchen? Ja. Habe ich schon von gehört. Ja, die schmecken auch super gut. Ah. Schauen Sie mal da hinten, da haben wir noch ein paar stehen. Ich glaube, das wird Sie auch gut. Guck ich gerne. Ach nein! Tortenschlacht mit viel Sahnemunition ist nämlich eine traditionelle Kriegstechnik der Norddeutschen, um Besucher für sich einzunehmen. Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Selbst gebacken? Alles selbst gebacken. Dies ist eine holsteinische Kaffeetafel. Und Das sind die legendären Kaffeetafeln, wo man so richtig auffährt. Ne? Wo man richtig auffährt und wo man mindestens 7 braucht. 7 verschiedene. Wenn man aber großen Besuch erwartet. Wenn man Geburtstag hat, wenn man Familienbesuch hat, dann gibt es solche Torten. Nach dem Mittagessen natürlich. Wenn ich jetzt was probieren wollte, was Typisches, dann wäre es wahrscheinlich so eine Trümmertorte, Ja. oder? Und dann kann ich dir noch etwas erzählen, was meine Mutter immer erzählt hat. Die hat immer gesagt, Kind, wir schneiden keine Torten vor. Weil? Weil wir freie Menschen sind. Wir dürfen doch selber bestimmen, wie groß das Stück Torte ist, das wir essen. Das ist ein Ansatz. Ja, ne? Freie Menschen dank leckerer Torten, wenn das nichts ist. Und wenn man dann völlig frei ein super Stück ausgesucht hat? Hier gleich. Ist auch nett. Schönes Plätzchen. Dann kann man sich beim entspannten Schnack die Kalorien einverleiben, die man auf dem Fahrrad gleich danach wieder wegstrampelt. Die Deutschen und die Dänen haben übrigens die Gemeinsamkeit, dass sie es beide besonders gerne süß mögen. Hier an der schönen Flensburger Förde, wo wir Fahrrad gefahren sind, aber irgendwie auch ein bisschen Flyaway gemacht haben. Weggeflogen sind aus dem Alltagsleben.